Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen dritten Teil der Honda CBF 1000 demontieren wir den Sitz, den Tank und die obere Verkleidung, um später an den Zylinderkopf zu kommen, damit wir das Ventilspiel kontrollieren können. Dies findet ihr in einem weiteren Video. Ich hoffe, man muss niemandem erklären, wie man den Soziositz entfernt. Wenn der weg ist, können wir die zwei Schrauben lösen, die den Sitz halten. Darunter befinden sich wie bei fast jedem Japaner die Tankschrauben. Der Tank selbst wird gehalten von zwei Schrauben unten, zwei Schrauben am Lenkkopf vorne. Eigentlich laut Werkstatthandbuch sollte man diesen Schnellverbinder hier, der vorne unterm Tank hinter der Zündspule sitzt, lösen. Wer aber schon mal an alten Autos geschraubt hat und kennt diese Benzinfilterklipse, die beim Lösen immer brechen, das sind fast die gleichen hier. Anstelle dem Gefummel vom Schnellverbindern kann man auch die Hauptverschraubung am Tank hinten öffnen. Natürlich sollte vorher das Benzin abgelassen werden, sonst läuft's an der Stelle spätestens raus. Da die Verschraubung unterm Tank etwas fummelig war, habe ich davon leider kein Video gemacht, sondern nur Bilder. Auch nicht vergessen sollte man die Verschraubung vorne oben im Tank vom Masseband. Auf der anderen Seite habe ich die obere Seitenverkleidung bereits abgemacht, damit ich den Tank seitlich etwas kippen konnte und eine bessere Übersicht hatte. Hier nochmals die obere linke Seitenverkleidung, damit ihr seht, wie die demontiert wird. Zuerst löst man die Schraube oben und unten. Wenn diese beiden abgeschraubt sind, geht es vorne weiter. Für alle, die nicht wissen, wie diese Plastikklipse funktionieren: Mit einem nicht spitzen, schmalen Gegenstand in der Mitte drücken, bis es rastet und der Knopf etwas versenkt ist, dann kann der Clip rausgezogen werden. Zum Wiedereinbau wird in der Mitte der Pin so weit rausgedrückt, wie er jetzt nach innen steht, und dann der Clip wieder eingesetzt und einfach mit einem Finger reingedrückt und rastet dann bündig wieder ein. Weiter geht's vorne mit der Verkleidung. Sieht man leider sehr schlecht, aber vorne auf der Innenseite sitzt ebenfalls noch eine Schraube, die die Verkleidung hält. Wenn diese ebenfalls entfernt ist, muss man darauf achten beim Rausklipsen, dass man vorne die Nase nicht abbricht, die eingehängt wird, und kann dann die Verkleidung recht einfach rausziehen. Blinkerkabel lösen, fertig. Hier im Schläuchegewehr auf dem Ventildeckel geht es danach weiter mit der Kontrolle vom Ventilspiel. Das folgt aber in einem anderen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne wieder rein bei den nächsten Videos, lasst ein Like da und abonniert den Kanal.